hoch sind denn die Einbußen? 2 Millionen. 2 Millionen? Carla, wie konntest du dich denn derart verspekulieren? Das passt doch überhaupt gar nicht zu dir. Ich möchte dieses Leben genießen. Und zwar mit dir. Max, ich liebe dich. Max, ich liebe dich. Ich weiß, zwischen uns beiden ist einiges schiefgelaufen. Schon bei unserer ersten Begegnung warst du sauer auf mich. Aber ich konnte ja nicht ahnen, welche Gefühle ich für dich entwickeln würde. Gregor, ich würde so gern. Ich meine das ernst. Bevor ich dich kennengelernt habe, wusste ich gar nicht, was das ist, jemanden zu lieben. Hey, sieh mich an. Bitte. Das fällt mir so schwer, Gregor. Erwiderst du meine Gefühle nicht? Habe ich dir nicht genug gezeigt, was du mir bedeutest? Erinnerst du dich, als ich neulich am Flugplatz war? Vergiss unseren blöden Streit. Aber bevor wir uns gestritten haben, da... Gute Besserung. Die Blumen sind von Charlie Schneid. Natalie. Kann es sein, dass ich störe? Ach was, ich wollte sowieso gerade gehen. Carla, bitte. Habe ich mit einem Wort deine Kompetenz als Chefin der Holding in Frage gestellt? Ja, für mich klang das gerade so. Deine Geschwister haben dich zur Leiterin der Holding gewählt. Und ich war damit einverstanden. Aber ich finde, dass du dich in letzter Zeit einfach zu leicht von Ansgar provozieren lässt, Carla. Was erwartest du? Dass ich einfach untätig rumsitze und mir alles gefallen lasse? Aber das verlangt doch niemand von dir. Ich finde nur, dass du maßlos übertreibst. Hinter jeder netten Geste deines Bruders witterst du Verrat und Intrigen. Mit Recht. Das ist deine Meinung. Aber lass mich bitte ausreden. Carla, du weißt doch genauso gut wie ich, wie wichtig Besonnenheit in der Geschäftsführung ist. Aber im Moment machst du mir einfach keinen souveränen Eindruck. Hast du denn nichts dazu zu sagen? Ich ziehe es vor, mich um die Geschäfte zu kümmern, Vater. Ich hoffe, das ist dir besonnen genug. Paul? Nein, ich bin's. Auf Paul wirst du wohl noch ein bisschen warten müssen. Warum? Katja ist bei ihm. Sie wollte sich eine CD ausleihen, aber ich wette, Paul hat's bei der Suche nicht besonders eilig. Meinst du? Ist doch klasse. Wenn die beiden jetzt zusammen sind, musst du dich nicht ständig zwischen Paul und mir entscheiden. Moment, Katja ist meine beste Freundin. Paul dein bester Freund. Jetzt können wir endlich was zusammen machen. Ja, halt, aber wer sagt denn, dass die beiden überhaupt Also zusammen... bitte, was soll denn da noch schief gehen? Katja ist total verliebt in Paul. Und Paul doch auch in sie. Sonst hätte er doch nicht so wie wild mit ihr rumgeknutscht. Vielleicht hat er sich dabei ja gar nichts gedacht. Woher willst du das denn wissen? Ihr habt über Katja gesprochen, oder? Da seid ihr schon. Ja, wir überlegen gerade, ob wir vor der Party noch mal nach Königsbrunn fahren. Ohne mich. Ich style mich lieber schon mal auf. Schließlich will ich heute Abend ja gut aussehen. Bis später. Jedenfalls war Charlies Bote größenmäßig etwas herausgefordert. Dann kommt dieser Blumenstrauß auf Entenfüßen auf mich zu. Ich will dich auch nicht nerven.
Wenn es dir noch nicht gut geht, dann... Max, So, ihr Früchtetee. Hast du gedacht, sie kommt noch mal wieder? was? Na, Max ist eben ziemlich übereilt abgerauscht. Ich werd auch nicht schlau aus ihr. Erst will sie gar nicht hierher kommen, dann doch. Was war eben eigentlich los, bevor ich euch unterbrochen habe? Nichts. Sie hat doch nicht schon wieder Streit angefangen, während du hier wehrlos im Bett liegst. Nein. Max ist ja ganz nett, aber ich wüsste schon manchmal gern, was in ihr vorgeht. Hey, Hi. was ist los? Du siehst fertig aus. Es geht um Ansgar. Verstehe. Ich zerbreche mir ständig den Kopf darüber, wie ich gegen ihn ankommen soll. Ich kann schon gar nicht mehr abschalten. Ignorieren einfach. Das kann ich nicht. Er wartet doch nur darauf, bis ich die nächsten Fehler mache. In der Holding brennt ständig die Luft. Wenn ich da eine Sekunde nicht aufpasse, dann... Als ob dieser Job nicht schon anstrengend genug wäre, aber dieser Kleinkrieg obendrauf, das macht mich fertig. Ja, und genau darauf spekuliert Ansgar. Vielleicht hat Susanne ja recht. Lass ihn abtropfen. Dann regelt sich das Problem möglicherweise von allein. Normalerweise würde ich ja sagen, der kann mich mal. Aber dazu habe ich einfach nicht die Kraft. Wir müssen jeden Tag damit rechnen. Diese Ungewissheit, wie es weitergehen soll, das... Ich halte das nicht mehr aus. Hast du es bald? Moment. Katja und Konstantin warten bestimmt schon. Du hast wohl Sehnsucht nach Katja. Nein, ich will bloß heute noch im Blue Eyes ankommen. Du brauchst gar nicht auf so cool zu tun. Jetzt sag mir lieber, ob ihr wirklich zusammen seid. Du bist ganz schön neugierig. Ja, Katja ist ja ganz okay, aber wir müssen ja nicht gleich einen auf Ehepaar machen. Keiner sagt, dass ihr gleich heiraten müsst. Bei mir und Konstantin hat es ja auch ein bisschen gedauert. Verschon mich bitte mit deiner Liebesleier. Du kommst auch noch auf den Geschmack. Das wüsste ich. Aber ich bin ganz froh, dass ich Katja als Verstärkung dabei habe. Dann bin ich nicht die ganze Zeit eurem Geturtel ausgesetzt. Und ein bisschen Spaß haben wir auch noch. Nur Spaß? Ja, was sonst? Ich frag mich bloß, was ist, wenn einer von euch beiden anfängt, die Sache doch ernster zu nehmen? Ach Quatsch, das passiert schon nicht. Jeder Mensch hat eine Belastungsgrenze. Und ich habe Carla nicht mehr so fertig gesehen, seit Hannah tot ist. Natürlich ist es eine harte Situation für sie, aber sie wird es schaffen. Ich musste auch schon Angehörigen mitteilen, dass ihre Verwandte möglicherweise nicht überleben werden. Das ist die Hölle für die Familie. Keiner weiß, wie lang... Carla braucht jetzt Selbsttrost. Aber sie muss stark sein für Nico und Konstantin. Dabei ist sie selber völlig hilflos. Leo, ich weiß genau, was du denkst. Aber du kannst nichts machen. Auch wenn du dir das noch so sehr wünschst. Ja, ich weiß. Mal ganz abgesehen davon, dass ich weder Onkologe noch Neurochirurg bin, wäre ich wohl der Letzte, den Vater jetzt sehen will. Er will ja nicht mal, dass ich über seinen Zustand Bescheid weiß. Ich werde mich wohl raushalten müssen. Aber zumindest weiß ich, dass er bei Dr. Beitsch in guten Händen ist. Du, wenn dir Johannes schon nichts sagt, ja? Wie wär's denn, wenn du mal mit deinen Kollegen redest? Ho. Diesen Weihnachtsterror kann man auch noch ein bisschen vertragen. Wieso? Was hast du gegen Weihnachten? Nichts. Es ist nur die beste Zeit im Jahr für einen Heli-Shuttle. Gregor, hast du meine Existenzgrundlage ja zu Schrott fliegen. Hey, Gregor liegt im Krankenhaus, ja? Und du? Ja, da hat es wenigstens warm. Ich kann wahrscheinlich Weihnachten unter einer Brücke schlafen. Hey, gut, dass du kommst. Unser Weihnachtsmuffel Ja, hier. der hat nichts mehr zu trinken. Du siehst auch aus, als könntest du einen Trinker brauchen. Ja, am besten gleich einen doppelten. Prost.
nicht der Weihnachtsblues auch voll erwischt? Ja, Weihnachten. Wenn es nur das wäre. Klar, kommt immer alles zusammen. An solchen Tagen sollte man nicht allein auf seinem Zimmer hocken. Stimmt. Nicole, noch 2. Moment. Der Tumor ist also gar nicht weiter untersucht worden? Zuerst haben wir die Herzrhythmusstörungen behandelt. Da wäre jede zusätzliche Untersuchung eine Belastung gewesen. Und als es ihm besser ging, hat dein Vater aus seiner Entlassung bestanden. Das heißt, es existieren also wirklich nur die alten MRTs, auf denen der Tumor ursprünglich festgestellt worden ist? Ja, also zumindest hier bei uns hat er keine weitere Kernspintomographie machen lassen. Ich muss in den OP. Hier, was wir haben, kannst du dir ansehen. Vielen Dank. Nee, Schnee in Buenos Aires, das ist eher die Ausnahme. Stimmt, ich habe ganz vergessen, dass du hier aus Südamerika kommst. Dann erlebst du dieses Jahr vielleicht deine ersten weißen Weihnachten. Wie romantisch. Möchtest du tanzen? Klar. Wollt ihr noch was trinken? Nee, danke, erstmal nicht. Alles klar. Du hast recht. Aber vielleicht bekommen wir beim Tanzen ja Durst. Du willst tanzen? Du nicht? Doch, klar. Ich liebe diesen Song. Immer wenn ich ihn gehört habe, habe ich an dich gedacht. An mich? Da habe ich mich wohl verplappert. Aber jetzt kann ich ja ruhig zugeben, dass ich schon länger in dich verliebt gewesen bin. Ich hab's versaut. Restlos vermasselt. Wieso habe ich eigentlich nie Glück mit den Männern? Du hast noch nicht den richtigen gefunden. Doch, den habe ich schon gefunden. Gregor ist der Richtige. Der Typ ist ein Callboy. Ich hingegen wäre dir immer treu. Wenn ich ihm dann nur geglaubt hätte, dass er seinen Job aufgegeben hat, dann wäre der Unfall nie passiert. Wie konntest du das denn ahnen? Ich wäre da immer noch skeptisch. Ich hätte spüren müssen. Max, ich hab das dringende Bedürfnis, dich zu küssen. Blöde Schwerkraft. Wieso ist überhaupt alles so schwierig? Oh, ich habe mich so danach gesehnt, dass Gregor mir sagt, er liebt mich. Also ich würde mir Gregor aus dem Kopf schlagen. Und dann sagt er es tatsächlich, aber zu spät. Ich bin schuld, dass Gregor im Krankenhaus liegt. Wenn ich ihm gesagt hätte, dass der Helikopter kaputt ist, dann wäre der Unfall nie passiert. Du darfst dir nicht die Schuld daran geben. Das ist lieb. Zuerst habe ich geglaubt, du seist ein Blender, aber das stimmt ja gar nicht. Du bist ein echter Freund. Es ist nicht zu fassen. Vater lässt sich nirgendwo behandeln, außer bei diesem Dr. Weiß. Vielleicht vertraut er nur ihm. Also Homöopathie ist ja schön und gut. Aber einen bösartigen Tumor, den musst du verdammt noch mal regelmäßig von einem Spezialisten untersuchen lassen. Vielleicht hat Johannes Angst, dass er stationär behandelt werden muss. Und ich kann gut verstehen, dass er die Zeit, die ihm noch bleibt, nicht in der Klinik liegen will. Irgendwann lässt sich das sowieso nicht mehr vermeiden. Und außerdem kann eine unterstützende Behandlung den Zeitpunkt sogar verzögern. Und warum hat ihm dann diese Dr. Bentheim nicht dazu geraten? Wo ist die überhaupt abgeblieben? Ja, das kommt noch dazu. Aber wahrscheinlich hat er ihre Therapie auch abgelehnt. Das kann eigentlich nur eins bedeuten. Dass Vater sich aufgegeben hat. Coco, die Leute hauen von der Tanzfläche ab. Was sagt dir das über den Song? Sag ich dir, wie du Cocktails mixen sollst? Ja, ist ja schon gut. Wahrscheinlich wollen die Kids einfach nur knutschen. Amore mio. Oh, oh, oh. Oh nein, jetzt sagt es ihr. Katja, ich finde dich wirklich super.
Aber ich dachte, du siehst das auch eher ein bisschen lockerer zwischen uns beiden. Das heißt, du bist nicht in mich verliebt? Ey, es tut mir leid, Sieht nicht so aus, als würde Katja es locker nehmen. Ich werde mich mal um sie kümmern. Nicole ist eine miese Spielverderberin. Wir nehmen eben bei mir noch einen kleinen Absacker. Nein, ich will lieber ins Bett. Auch gut, ich wollte ja nicht mit der Tür ins Haus fallen. Oh, allein in meinem Bett. Ach so. Ach, nicht böse sein. Ja, war ja klar, ich stehe mal wieder vor verschlossener Tür. Apropos, kannst du bitte? Na klar kann ich. Und du bist dir wirklich sicher, dass du nicht bei mir... Hey, hoppla, hoppla, bin hier geblieben. Was machen Sie denn hier? Psst. Seid Ihre Sachen noch an. Ja, ich kümmere mich um Sie. Ist Max genauso sternagelvoll wie Sie? Ich bin nicht betrunken. Gute Nacht. Wie? Ich denke, du hast Sport. Das muss heute mal ohne mich stattfinden. Aha. Du schwänzt die Schule extra, um meine Freistunde zu versüßen? Eigentlich will ich noch zu Katja. Die war heute gar nicht in der Schule. Es tut mir leid, wenn es ihr meinetwegen so schlecht geht. Katja kommt drüber weg. Sie hat mir nur gestern gesagt, dass sie dir erstmal nicht über den Weg laufen möchte. Wen wundert's? Kannst dir noch mal sagen, dass es mir wirklich leid tut? Ich meine, sie ist echt cool. Aber ich bin nun mal nicht verknallt. Hey, früher oder später erwischt es dich ja auch noch. Ja, aber bis dahin... bleibt alles wie gehabt. Ich habe so einen Hunger jetzt. Ich könnte glatt ein Frühstück für 2 alleine verdrücken. Na, so ganz allein bist du ja nicht. Scherzkeks. Oh. Ich glaube, so schwanger hat er mich bisher noch nicht gesehen. Ich gehe dann zahlen. Sagt mal, ihr beiden, musste das sein? Was? Euer Rumgeturtel hier, das Protzen mit dem Nachwuchs. Macht ihr das absichtlich, um Vater zu ärgern? Ich höre mir den Schwachsinn nicht länger an. Wir werden uns nicht vor Vater verstecken, ist das klar? Oh, natürlich, warum auch? Ist ja schon 2 Wochen her, dass er im Krankenhaus war. Da kann man ja ruhig mal wieder ausprobieren, was er schon verträgt, hm? Trink. Den Tag trage ich in meinen Kalender ein. Max frei mit Kater. Oh, lass das, mein Kopf. Oh. Wie bin ich überhaupt hergekommen? Bernd hat dich nach der Sperrstunde abgeliefert. Bernd. So? Halbnackt? Ich meine, er hat doch nicht... Ich hab doch nicht... Keiner hat. Bernd hat sich verhalten wie ein perfekter Gentleman. Das rechne ich ihm hoch an. Ich hätte wirklich nicht gewusst, was ich da noch tue. Ich will ja nicht neugierig sein, aber wie hat Bernd es geschafft, dich abzufüllen? Das brauchte er nicht. Ich habe mich freiwillig betrunken. Ich wollte einfach alles vergessen. Was? Gregor hat gesagt, dass er mich liebt.
Ja, ist das nicht das perfekte Happy End, das du dir immer wieder gewünscht hast? Oh, aber wie soll ich das wieder gut machen, was ich getan habe? Für uns gibt es kein Happy End. Nie. Du musst was essen. Ich habe keinen Hunger. Zugegeben, sieht auch nicht besonders einladend aus. Soll ich dir was anderes besorgen? Ich könnte Max fragen, ob sie dir vielleicht was Leckeres zaubert, aber... Was ist mit Max? Na, sie vergnügt sich wahrscheinlich anderweitig. Ich habe Max gestern gesehen mit deinem speziellen Freund Bernd. Und? Sah ziemlich eindeutig aus. Die beiden haben was miteinander. Ach so. Kannst du dir das vorstellen? Zugegeben, Bernd hat einen gewissen Unterhaltungswert, aber welche Frau will denn mit so einem Typen zusammen sein? Ich kann es einfach nicht glauben, dass Leonard und Cecile Kannst du bitte endlich mit diesem Thema aufhören? Entschuldige. Natürlich. Oh, wir haben es aber eilig, ne? Ich muss in die Holding. Heute ist der Termin mit dem Franzosen. Er entschuldigt mich. Seltsam. Wirkte fast so, als hätte sie es vergessen. Dabei ist dieses Geschäft für uns essentiell. Die Sache scheint sie tatsächlich zu überfordern. Naja, immerhin hat sie jetzt ja Frau Brandner, die ihr etwas zur Hand gehen kann. Ich fürchte, damit ist es nicht getan. Solange es mir noch einigermaßen gut geht, muss ich Carla zumindest bei den wichtigen Sachen unterstützen. Ja, wenn du die Kraft dazu hast. Ach, Viktor, vergessen Sie doch bitte nicht, meinem Vater nachher einen kräftigen Schuss Atropin in seinen Tee zu tun. Ich denke, wenn jetzt nichts mehr schief geht, habe ich die Holding so gut wie in der Tasche. Jetzt denk nicht mehr dran. Das war absolut ungerecht von Ansgar. Ach, Ansgar, verdammt, der kann mich mal. Was mir wirklich keine Ruhe lässt, ist, dass ich Vater nicht helfen kann. Verflucht noch mal. Wenn ich ihm sage, dass ich von dem Tumor weiß, dann reite ich Carla rein. Du könntest ihm sowieso nicht helfen. Doch, das könnte ich. Deine Geschwister sind bei ihm. Er ist wenigstens nicht allein. Das ist es ja eben. Er ist allein, und zwar ganz allein mit seiner Entscheidung. Sie wollen ihn schonen und lassen dabei zu, dass er sich aufgibt. Aber der Tumor ist doch inoperabel, oder nicht? Es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten, das Wachstum des Tumors zu bremsen. Aber er will sich ja nicht mehr untersuchen lassen. Ja, und zwingen kannst du ihn nicht. Doch. Und ich werde mir was einfallen lassen, dass er sich wieder in Behandlung begibt. Er ist mein Vater, verdammt. Und ich werde um ihn kämpfen.